zeige euch heute, wie man die Felle auf die Ski drauf macht. Da haben wir jetzt Hybridfelle von Kästle. Der Vorteil von denen ist, man kann die einfach ohne Zwischenfolie zusammenkleben und man hat, auch wenn man es über den Sommer lagert, überhaupt kein Problem, die wieder auseinanderzubringen. So. Da muss ich ein bisschen Kraft aufwenden oder relativ wenig bei den Fällen, dass ich die auseinanderbringe. Dann schaue ich immer, dass der Ski trocken ist, dass kein Schnee drauf ist. Dann fädle ich es vorne ein und schaue, dass ich symmetrisch das Fell raufbringe. Dass die Kanten ein bisschen frei bleiben. Und gehe da vorsichtig von vorne nach hinten. Dann stelle ich es vorne nieder. Klappe das hinten einmal um. Dann ist das super oben. Und streiche noch einmal von vorne drüber. Schön drauf. Dann haltet das sehr gut. Wichtig ist immer, egal welche Bindung, dass auch der Stopper noch unten ist, weil sollte mir der Ski aus der Hand fallen, dann ist er natürlich weg. Ich klopfe meinen Schuh meistens dahinter ein bisschen ab, komme dann von hinten in die Bindung. Da ist so ein Anschlagpunkt, der sagt man da in der Mitte vom Schuh und da bei der Bindung. Also von hinten her, den stand ich da an, muss ich nur noch ganz leicht eindrücken und kontrollieren, ob ich drin bin. Jetzt drücke ich den Stopper ein. Das ist ein Riesenvorteil für mich, der Stopper vorne, komme ich gleich drauf, und die Verriegelung ziehe ich offen. Warum Stopper vorne? Sagt man gut an dem Beispiel jetzt, der Stopper ist immer oben in die Bindung dahinter im G-Modus ist. Es ist zwar ein Handgriff mehr, den ich da machen muss, trotzdem finde ich ganz praktisch, wenn der Stopper immer da ist, oben die Pfähler da sind. Und das ist für mich ein Riesenvorteil. Von hinten her eindrücken, Kontrolle, ob es passt, Stopper arretieren und offen ziehen. Und wenn ich den Stopper nicht immer mit dem Stock eindrücke, dann bleibt er auch ein bisschen schöner und schaut nach 2 Wochen auch noch gut aus. Wenn ich das Gefühl habe, ich hänge zu weit vorne oder auf die Zehen drauf, dann brauche ich eine Steighilfe. Wenn ich dann aber wieder im Flachen gehe und ich habe das Gefühl, mir tun die Zehen weh, dann muss ich die Steighilfe wieder rausnehmen. Also da kommt man dann schon drauf. Also den Druck immer auf die ganze Sohle bringen. Wenn ich zu weit vorne bin, dann kann passieren, dass der Ski nach hinten weggleitet. Es gibt da verschiedene Stufen. Das ist jetzt da die mittlere, kann ich noch eine drauf geben. Kann ich dementsprechend bei steileren Gelände den Druck auf die ganze Sohle bringen. Das kann ich auch ganz einfach wieder rausnehmen. Wenn ich mit dem Stock da reinfädel, das weg tue, dann ist das eigentlich relativ schnell erledigt und ich kann wieder zügig weitergehen. Was noch ganz angenehm ist beim Laufen, wenn wir den Schuh aufmachen, also ich habe ihn da ganz locker gestellt, die Schnalle sind eingehängt, oder unten ist er recht locker, mir passt der Schuh gut, und die G-Funktion ist eingestellt. Aber das merkt man sofort, wenn man auf Ski-Modus ist, dann ist es nicht so fein zum Laufen. Der Bändel, der Haber, der ist auch ganz locker. Und der Schuh. Ich habe also viel Platz. Ich ziehe das dann da so drüber und gut ist. Was für mich ganz wichtig ist auf der Skitour, ist, dass ich einen guten Sonnenschutz dabei habe. Einerseits Sonnenbrille und auch Sonnencreme. Und natürlich macht es Sinn, dass ich die Sonnencreme auch am Morgen schon auftrage. Speziell auf der Nase, auf der Lippe. Ohren nicht vergessen. Und auch im Halsbereich. Ganz wichtig. Jetzt beim Loslaufen, es ist recht frisch heute. Ich habe jetzt nur die Gore-Tex-Jacke an, mir ist eigentlich zu kalt zum Loslaufen, aber ich laufe lieber los, so dass ich leicht fröstelnd bin, dass mir leicht zu kalt ist, weil dann muss ich nicht gleich wieder stehen bleiben und das ausziehen. So kann ich eigentlich gut laufen, auch wenn es ein bisschen kühler ist. Ich habe den zum Laufen nicht die dicken Händchen an, habe da so dünne Fahrradhändchen. Die sind voll angenehm, haben einen guten Grip auf der Stecke und sie sind nicht so dick und leicht verstaubbar in meiner Tasche.
Das ist wunderbar. So, wir haben jetzt kontrolliert, dass jeder Teilnehmer die Notfallausrüstung und seine wichtigsten Sachen dabei hat. Und jetzt müssen wir vorne loslaufen und noch die LVS-Kontrolle machen. Das machen wir jetzt so. Ich schalte jetzt auf Suchen, gehe ein paar Meter vor, du schaltest auf Senden und wenn ich dir ein Zeichen gebe, dann kommst du bei mir vorbei und ich kontrolliere dich. Okay? Dann gehe ich mal ein bisschen vor. Okay, kannst kommen. Okay, ein bisschen langsamer. Okay, passt. Ist okay, ja. Und erst wenn ich es auf Senden habe, kann ich es wieder verstauen. Ganz wichtig ist auch, dass ich es weit genug vom Handy weg tue. Dass ich es im Sendmodus mindestens 20 cm, lieber mehr weg tue, weil das Handy Störsignale aussendet. Das kann dann zu Problemen führen. So, dann packen wir es, oder? Man soll die Ski nicht anheben, man soll großzügige Schritte machen, dann geht man am kraftsparendsten hinauf. Den Richtungswechsel im flacheren Gelände macht man mit Bogentreten. Dazu stellt man den kurvenäußeren Ski nach außen hin aus und stellt den inneren wieder dazu. Und dann geht der äußere wieder nach außen und der innere stellt sich wieder dazu. Und so kann ich mit wenigen Schritten die Richtung ändern. Sobald das Gelände etwas steiler wird, können wir den Bogen nicht mehr treten, sondern müssen eine Spitzkehre machen. Es funktioniert so, dass ich die Ski flach hinstelle, mir einen sauberen Bahnhof ausdreht, den oberen Stock da hinten herstellen, den unteren da, nach oben hin ausfächern, mir eine saubere Spur andreht, schaue ich, dass ich die Schuhe relativ weit zusammen habe. Den linken Stock jetzt daher, dann gehe ich mit dem Gewicht über den rechten da, warte bis der Ski hereinfällt, beidrehen und so kann ich wieder gut weitergehen. Dass man sich in einem Gelände befindet, das steiler ist als 30 Grad, erkennt man, wenn man einen Spitzkern braucht. Es gibt aber auch noch so nützliche Helferlein, wie so ein Neigungsmesser. Damit tue ich mir dann leichter, ein Gelände zu messen. Dann sehe ich dann relativ gut, wie steil die Partien da sind. So, da haben wir jetzt 30 Grad, 31 Grad. Da wir uns jetzt in einem Hang befinden, der steiler ist als 30 Grad, lassen wir Entlastungsabstände. Das Gelände jetzt so steil wird, dass der Stock da oben nicht mehr angenehm ist, den hebe ich einfach da unten und der talseitige Stock, den hebe ich oft so von oben. Und dann ist das viel praktischer zum Gehen und gleichmäßiger. Wenn das Gelände jetzt ein bisschen steiler wird, dann kann ich ganz gut die Steighilfe mit Hilfe vom Stock rein tun. Das ist die erste Stufe. Stand ist ein bisschen höher. Wenn es noch steiler ist, nehme ich die zweite Stufe und bin noch höher. Das Ganze mache ich auf beiden Seiten gleich. Und dann ist es ein bisschen angenehmer zum Laufen. Jetzt haben wir hinter der Christoph, der demonstriert uns gerade, wie er mit der Steighilfe läuft. Da muss ich darauf achten, dass ich mit dem Oberkörper gerade bin, weil wenn ich zu viel Vorlage habe, dann hat der Ski und das Feld zu wenig Grip und dann tät der Ski immer nach hinten wegrutschen. Darum schön aufrecht bleiben mit der Steighilfe, Belastung auf die ganze Sohle und auf die Ferse und dann passt das ganz gut. Wenn jetzt das Gelände so steil wird und vor allem der Schnee hart ist, dann brauche ich die Haarschieße. Und da kann ich euch gleich einen kleinen Tipp geben. Kleben die so zusammen, dann sind sie leise und sind sie nicht irgendwie groß und breit im Rucksack, sondern so ganz einfach versorgt, so zusammengesteckt. Das tut ihnen gar nichts. Also Haarscheißen, Montage. Das Haarschießen hat da die Aufnahme und der Steg da, der wird da eingeschoben, seitlich. Das geht manchmal ein bisschen schwer, wenn es neu ist. Ich kann das einrasten da und dann schwingt es da frei. Und jetzt ist das Haarschießen eigentlich immer im Schnee. Achtung, wenn ich die Steighilfe drin habe, dann hat das Haarschießen wenig Grip. Drum mit Haarscheißen immer ohne Steighilfe gehen. Jetzt habe ich die Haarschießer montiert und ein guter Trick zum Einsteigen im Gelände ist mit dem talseitigen Fuß so in den Ski einsteigen. Den
kann ich den gut verriegeln da und habe den gleich, der talseitige Ski schon auch, kann super stehen und kann den der andere anlegen. Eine andere Methode wäre, dass ich den Ski so in den Schnee stecke und so einsteige. Das geht im Tiefschnee wunderbar. So, verriegeln. Und den ziehe ich raus und kann so gleich weiterlaufen. Ich habe jetzt da seitlich am Rucksack die Skibefestigungsmöglichkeit. Und da mache ich so, wenn ich einen Helm verwende, und den hänge ich übrigens so da ein, den montiere ich den Ski so. Mit der Halterung auf der einen Seite. Und mit der Halterung auf der anderen Seite. Das ist jetzt so eigentlich schon ganz praktisch zum Trägen. Allerdings ist es ein riesen Nachteil, dass der Ski nicht fixiert ist. Wenn ich den jetzt nämlich so träge, dann wackelt mir der Ski da so umeinander. Und damit es ein bisschen fixer ist, habe ich einen Skifix dabei. Von denen habe ich immer mehrere mit. Einer davon am Ski, einen im Rucksack. Und den kann ich ganz gut da oben das noch einmal fixieren. Und das macht Sinn, dass der Ski da fix ist. Dann ist nämlich unten auch mehr Platz, dass der Ski da ein bisschen breiter ist.